geht einfach in die Natur raus. Vielleicht auch mal mehrere Tage, ob mit so einem Ding oder mit einem Zelt oder einfach nur mit einem Schlafsack oder mit überhaupt nichts. Und versucht euch mal von diesen ganzen Geräten zu befreien und von den ganzen Verpflichtungen und Terminen und seid einfach mal für euch und lasst das mal auf euch wirken. Und ich glaube, das wirkt Wunder. Ja, hallo, mein Name ist Marlon von Raw Future, ja, dem YouTube-Kanal, vielleicht kennen mich einige. Und ich bin hier im wunderschönen Thüringen unterwegs mit meinem Velomobil, ja, das ist ein Liegefahrrad, verschalt, ja, wenn es mal regnet, praktisch und aerodynamisch, und mit meinem lustigen Fahrradanhänger bzw. Fahrradwohnwagen, kann man schon sagen, ja, weil ich habe da eine kleine Mini-Küche, ich habe da ein Keyboard, da kann ich ein bisschen Musik machen und auch arbeiten mit meinem Computer und eine unglaublich gemütliche Matratze. Ja, wir sind jetzt hier in meinem kleinen Fahrradwohnwagen. Ja, ist wirklich klein, ungefähr 1,5 Kubikmeter Rauminhalt. Und ich habe jetzt schon mal mir ein bisschen gemütlich gemacht hier. Eine wunderbare Matratze, die hat 8 cm Dicke. Ja, das ist hier so ein Windstopper-Material, leicht abwaschbar. Hier ein warmer Schlafsack für den Winter. Ich habe ja schon vor, ja, wann war das, vor einem halben Jahr? Also da war es Minusgrade, habe ich hier drin geschlafen. Das hat aber ganz gut geklappt mit dem Schlafsack. Und ich sag mal, man heizt die Räumlichkeiten, das sind ja nur 1,5 Kubikmeter, heizt man ja auch sehr gut mit der eigenen Körperwärme auf. Ansonsten habe ich noch eine kleine USB-Heizung. Jetzt im Sommer ist es dann eher ein kleiner Lüfter, ja, die Klimaanlage. Ist im Übrigen alles auf 12 Volt bzw. 5 Volt, also USB-Technik hier drin. Alles Niedervolt, elektrosmogfrei schlafen. Ja, kein Wechselstrom. Und genau, ich habe hier so einen Lichterschlauch, eine Halogenlampe. Das ist LED, falls man nicht genügend Strom mehr im Akku sein sollte. Man kann auch beide anmachen, dann ist es richtig hell. Und das ist eben hier der Akku, ne, der das alles versorgt. Er hat 700 Wattstunden Kapazität. Und ich habe es noch nicht geschafft, mir ein Solardach zu installieren. Ja, das war noch der Plan, aber es ist natürlich alles, ja, wir schreiben 2020, ist kein einfaches Jahr, sind die Pläne alle erstmal noch nicht umgesetzt worden. Das heißt, ich bin noch auf Steckdose angewiesen, zum Beispiel um Campingplatz. Ja, da sprechen wir, wenn man den voll auflädt, vielleicht von 18 oder 19 Cent, ja, an Strom, die da reinpassen. Ja. Genau, außen kann man ja auch ganz gut sehen, habe ich hier den Schalter, dann kann ich eben das Licht einschalten, ja, damit man mich eben auch nachts gut sieht. Also wenn ich irgendwo einen Platz gefunden habe, wo ich mich wohlfühle, zum Beispiel im Wald oder auf dem Campingplatz, dann mache ich das natürlich aus. Hier habe ich auch noch einen Bewegungsmelder, aber da ist noch kein Licht draußen installiert. Ja, würde zum Beispiel angehen, wenn wilde Tiere vorbeikommen oder unerwünschte Gäste. Es ist so, ich bin ja absoluter Zeltfreund. Ich habe ja schon einige Radreisen gemacht, meistens mit Zelt. Und dann habe ich irgendwo mal im Internet gesehen, hat jemand für sein Fahrrad irgendwie, ich glaube ein Asiate war das, hat dann irgendwie so einen Wohnwagen gebaut. Ja. Und dann habe ich mal geschaut, es gibt ja nicht viele Wohnwagen für Fahrräder und handelsüblicher schon mal gar nicht. Aber das hat mich dann inspiriert, nach einem groben Plan etwas selber zu bauen mit vielen eigenen Ideen. Und wenn ich mir was in den Kopf gesetzt habe, ist so das Problem, dann muss ich das auch umsetzen, sonst finde ich keine Ruhe. Und dann habe ich mir gesagt, ich will meine handwerklichen Fähigkeiten ein bisschen trainieren und habe ich mich einfach angesetzt, einfach angefangen. Ja, Materialien bestellt oder im Baumarkt gefahren, habe das gekauft. Und ich habe mir gesagt, das wäre ja, wenn das wirklich klappt und wenn das wirklich fahrbereit ist, das wäre eine schöne Alternative zum Zelt. Wenn man zum Beispiel im Winter unterwegs ist, ist es schön warm drin, man hat die ganze Elektrik drin.
Man kann tendenziell auch mehr Sachen mitnehmen, muss natürlich aufs Gewicht achten. Und es ist kein lästiges im Regen aufbauen oder im Schnee aufbauen, weil das Ding steht schon. Und dann noch der rennrechtliche Aspekt, dass man eben mit so einem Ding kein Wildcamper ist, sondern eben man schläft in seinem Fahrradanhänger. Ja. Ich habe hier mein kleines Keyboard, das ist echt praktisch, weil ich ja Musiker bin und auch unterwegs Musik machen möchte. Und das hat 2,5 Oktaven, liegt eigentlich ganz gut in der Hand, aber ist wirklich ultra klein. Ich glaube, es wiegt nicht mal 1 Kilogramm, weil man muss natürlich, wenn man als Fahrradfahrer unterwegs ist und so ein Anhänger mit sich rumschleppt und auch die Berge hochfährt, da muss man natürlich gucken, dass man möglichst wenig mitnimmt. Also man muss wirklich aufs Gewicht achten, aber ich möchte natürlich auch einen gewissen Komfort haben. Dicke Matratze, das Keyboard, ich habe hier meinen Küchenmixer, die Sachen müssen mit, auch wenn man natürlich ohne fahren könnte, aber eben so leicht und so klein wie möglich. Ja. Ich mache den mal kurz an, das ist also, ich muss hier lange drauf drücken. Ich mache aber wieder aus, weil da muss natürlich auch Flüssigkeit rein. Das ist also mein Küchenmixer, das ist meine kleine Küche. Hier habe ich Bananen, hier habe ich Gewürze drin, ist auch recht interessant. Ja. Also hier ist zum Beispiel, was ist das hier? Gotu Kola, so eine Heilpflanze, Wildpflanze. Was haben wir hier? Kakao-Leinsamen-Gemisch. Ja, hier ist auch noch Schlemmkreide zum Zähneputzen. Also alles Natursachen. Ich ernähre mich sehr bewusst und achte eben darauf, dass ich meinen Körper nicht mit unnötigem Mist vollstopfe. So ist es ja auch beim Auto. Ne? Man will ja auch sein Auto nicht mit irgendeinem Benzin, verunreinigten Benzin tanken, dann fährt es nicht so lang. Und so ist es eben, ich brauche Kraft, ich brauche Power, um dieses Gefährt hier anzutreiben. Und deswegen ist eine bewusste, rohköstliche, wenn es geht, und vegane Ernährung sehr sinnvoll und wichtig. Hier, das ist so ein Pulver, das wird aus so Grassaft, ne? In dem Fall Dinkelsaft, wird das gewonnen. Also dieser Saft wird getrocknet und hat irre viele Nährstoffe, wiegt aber kaum was. Das heißt, um sich wirklich mit Vitaminen zu versorgen, ist sowas ein guter Trick. Ja, braucht auch nicht viel, so eine Messerspitze reicht. Und dann lässt man das langsam auf der Zunge zergehen. Ja, meine Philosophie ist, dass das System es nicht unbedingt gut mit uns meint, mit uns Menschen. Und dass es sinnvoll sein kann, ein Stück Freiheit zurückzuerlangen und nicht unbedingt da unnötig lange im Hamsterrad zu verweilen. Ja. Ja, und dann habe ich früh schon angefangen, Teilzeit zu arbeiten und habe dann eben mein eigenes Projekt gegründet, mit dem ich eben auch mich finanziere. Ich mache ja auch Videos, wenn ich, sage ich mal, durch Europa radle und kann somit das Ganze auch finanzieren. Ich brauche einfach Freiheit. Ich kann keinen über mir sitzen haben, der mir sagt, was ich zu tun habe, wann ich morgens aufzustehen habe, was ich für Klamotten zu tragen habe. Ich war immer schon so als Kind, dass ich eben das gemacht habe, was ich für sinnvoll erachtet habe, solange ich nicht irgendjemand anderes Freiheit damit einschränke. Das ist mir eben dann ganz wichtig, eben diese Freiheit auch zu leben und eben auch vorzuleben, weil ja viele Leute sich dafür interessieren, eben aus diesem System auszubrechen. Das sind die Radkästen. Also hier sind die Räder drin, die man von außen sehr gut sehen kann. Ja, ich habe die bewusst außen nicht verklebt, damit man das eben sehen kann, dass es immer noch irgendwie ein Fahrrad ist, beziehungsweise ein Fahrradanhänger. Weil viele Leute fragen sich natürlich, was das ist. Und wenn ich mal eine Panne haben sollte, dann kann ich das hier mit Klettband leicht abmachen. Ja. Aber das mache ich jetzt nicht, das ist ein bisschen umständlich. Da muss ich eben auch die Matratze hochtun, aber ich bin jetzt über 500 Kilometer damit gefahren und hatte eben noch keine Panne. Deswegen bin ich eigentlich ganz froh, dann kann das so bleiben. Man kann das hier wunderbar als Ablageort benutzen. Ich habe hier meinen Thermometer. Ja, im Moment sind es 22 Grad, ist mir eigentlich schon zu warm, deswegen habe ich auch eben mal die Klimaanlage angemacht. Ja, hier sind so ganz viel Wechselkleidung drin. Ja, ich glaube hier auch. Das ist so also Wechselkleidung, Handtücher, wenn man irgendwo auf dem Campingplatz ist oder mal im Fluss springen will, ein Kamm. Und dann habe ich auch eine eigene kleine Soundanlage hier. Da kann ich Musik hören, Stereo. Ja, das habe ich aufgesplittet. Und wichtig ist mir eben auch, dass ich möglichst elektrosmogfrei reise. Sprich, ich habe kein Handy, ich benutze das Tablet nur als MP3-Spieler oder Offline-Kartensystem im Flugmodus, im Offline-Betrieb. Und wenn man sich das hier mal anschaut, ja, das ist alles Aluminium-Luftpolsterfolie und die wirkt abschirmend gegenüber hochfrequenter Strahlung. Das heißt, man hat hier drin kaum Handyempfang und man kann aber dafür hervorragend gut schlafen. Wenn man also kein Handy hat, kann ich das nur jedem empfehlen. Ja, das ist also alles hier Aluminium, wirkt abschirmend.
Und ja, hier ein Buch, ein gemütliches Kopfkissen. Und wenn ich hier es dunkel haben will, dann mache ich natürlich das Licht aus und kann eben die Fenster hier auch ganz einfach alle zumachen. Und leg mich dann einfach hin. Ich habe noch nie ein Handy gehabt, weil ich da immer schon eine Abneigung gegen hatte. Ja, das sind mehrere Gründe. Du kannst ja gerne mal ein bisschen Werbung zu machen auf mein Video verlinken. 10 Gründe, warum ich kein Smartphone habe. Es wurde mittlerweile, ich glaube, schon 60.000 Mal aufgerufen auf YouTube und sehr gut bewertet. Es kurz zusammenzufassen, ich finde, dass das Smartphone, ja, also das Handy schon, aber das Smartphone noch viel mehr, uns viel zu viele Fähigkeiten abnimmt. Sprich das Denken. Wir merken uns nichts mehr, wir schreiben die Sachen ins Smartphone, auch die Kontakte. Ich zum Beispiel, ich speichere mir alle Nummern von Freunden und Bekannten, die ich öfter anrufe, einfach in meinem Kopf. Dadurch trainiert man ja auch sein Gehirn. Ja, auch zum Beispiel Navigationssystem sehe ich sehr kritisch an. In meinem Fahrrad benutze ich zwar auch Offline-Karten, aber ich muss selber noch mit meinem Gehirn mir überlegen, wie ich dann von A nach B komme. Ja? Und das trainiert und das Smartphone nimmt einem all diese Tätigkeiten ab. Ja? Es ist immer verfügbar, man hat überall Internet, das Internet wird immer mehr ausgebaut, aber das eigene Denken, die eigenen Qualitäten werden immer weiter zurückgefahren. Das sieht man ja auch bei Kindern, die werden ja in der Schule nicht unbedingt, bringen ja nicht bessere Leistung als vor 10 Jahren hervor. Ja, dann ist es natürlich auch noch die Strahlung. Das heißt, wenn ich mal ausnahmsweise länger mit jemandem das Smartphone telefoniere, bekomme ich regelrecht Kopfschmerzen. Ich fühle mich unwohl, auch in der Stadt. Ja, es ist auch wirklich so, dass ich dann dass ich teilweise vergesslich werde. Ja, in Budapest war es mal ganz heftig, da konnte ich auf einmal kein Englisch mehr sprechen, obwohl ich eigentlich sehr gut in Englisch bin. Das heißt, ich reagiere sehr empfindlich auf das Thema Strahlenbelastung, hochfrequente Strahlung. Und du hast in den Städten und auch in den Dörfern ja überall diese Mobilfunksender stehen. Ja, mobiles Internet, Handyempfang, jeder hat sein WLAN an, jeder hat sein Gerät dabei, Bluetooth und so weiter und so fort. Ne? Und das ist halt auch super bei meinem Wohnwagen. Das ist wie so ein Faraday'scher Käfig durch das Aluminium. Ja? Und bin dadurch auch wieder ein Stück geschützt. Ja, das sind Doppelstegplatten. Die werden gerne im Gewächshausbau eingesetzt, ja, oder Überdachungen zu machen, für Fahrräder zum Beispiel, so einen kleinen Schutz. Und da habe ich mir gedacht, ich benutze das, ja, ich mache mal die Tür zu, weil das einfach sehr stabil ist und sehr leicht. Ja, man sieht wirklich, wie stabil das ist. Und das ist ein sehr leichtes Material, das sind nur 4 mm oder 6 mm, ungefähr ein halber Millimeter Dicke. Und ist so schön biegsam. Ja? Also man kann das schön biegen und deswegen entsteht halt diese Form, die auch aerodynamisch sein muss. Ne? Weil wenn man, sag ich mal, so einen Klotz hat hinter einem Fahrrad, man spürt wirklich jeden Windhauch, jeglichen Gegenwind. Und hier durch diese Form ist das halt sehr aerodynamisch oder möglichst aerodynamisch. Ja, man sieht das jetzt nicht, das ist hier mit Kabelbindern zusammen gemacht. Eine ganz einfache Technik, ja? Mit Kabelbindern, und dann habe ich hier halt dieses Tape drauf gemacht. Ja, ich habe das gekauft, es stand dabei mit UV-Schutz. Es hat viel geregnet und geschneit und ich habe mir gedacht, UV-Schutz heißt für den Außenbereich, aber das hat es irgendwie nicht ausgehalten. Da werde ich also jetzt mal in Zukunft noch mal eine Renovierung vornehmen. Vielleicht weißes Band benutzen oder wirklich irgendwie anpinseln in irgendeiner Form, damit das schöner aussieht. Ne? Ja, es ist ja natürlich wichtig, dass man genügend Sauerstoff bekommt. Während der Fahrt wird hier diese Kamera drauf gemacht. Und wenn ich drin schlafe, mache ich immer dieses Dach drauf, damit es eben nicht reinregnet, ist das ganze Dach, aber hier kommt halt genügend Luft durch. Das habe ich jetzt schon getestet. Unter der Matratze sind auch noch viele Luftlöcher. Ja, es muss ja auch der Schweiß abtransportiert werden, wie so ein Lattenrost. Ja, und da gibt es auch noch genügend Schlitze, wo Luft durchkommt. Und so erstickt man darin nicht. Da muss man wirklich drauf achten. Es gibt natürlich auch so Sauerstoffmessgeräte, dass man eben misst, wie viel Sauerstoff bzw. wie viel das Kohlenstoff im Raum ist, und dann kann man da eben auch schauen, ob es da gefährlich ist oder nicht. Wenn man sowas baut, empfehle ich auf jeden Fall erstmal das zu testen, bevor man dann eine Nacht drin schläft. Das hier ist ein Velomobil, ja, und zwar ein sehr schnelles Fahrrad mit einer Außenhülle, und diese Außenhülle macht dieses Fahrrad zu einem richtigen Geschoss, ja, durch die Aerodynamik. Ich habe auch noch ein Dach dafür. Und ich tue, wenn ich fahre, wenn ich es nicht als Cabrio nutzen will, eigentlich in der Regel auch nochmal diese Schaumstoffmatte da drauf. Und dann kann man sich vorstellen, dass die Luft beim Fahren so über dieses Fahrrad streift und auch von der Seite und so möglichst wenig Luftwiderstand entsteht. Und dadurch wird dieses Fahrrad immer schneller. Ja?
besonders bergunter, aber auch in der Ebene ist es also kein Problem, mit reiner Muskelkraft zwischen 50 und 60 km/h zu erreichen, wenn man trainiert ist. Wenn man nicht so trainiert ist, schafft man in der Regel aber auch über 40 km/h über längere Distanz. Und das macht das halt sehr interessant. Man ist vom Regen geschützt, also man kann bei jedem Wetter fahren. Ich habe, wie gesagt, hier noch ein Dach für. Und man ist eben sehr schnell unterwegs und sehr komfortabel. Ich habe da meine Musikanlage drin. Man kann auch noch viel Gepäck hier reinschieben. Ja, und man ist eben in dieser sehr ergonomischen Stellung. Also es tut einem kein Popo weh. Ja. Oder man sitzt auch nicht auf seinem Geschlechtsteil, weil man eben in dieser sehr gesunden ergonomischen Position sich befindet. Ja. Dann habe ich hier noch die Rückfahrkamera, damit ich eben sehen kann, wenn Verkehr hinter mir ist oder wenn ich irgendwo mal zurückfahren muss. Ja. Und hier ist meine Musikanlage. Wie gesagt, das Tablet nutze ich eben als MP3-Player im Offline-Betrieb oder eben als Offline-Kartennavigation, um mich da zurechtzufinden. Hiermit lenkt man. Hier kann ich die Gänge einschalten und bremsen. Und das ist das Interessante, man kann dieses Fahrrad eben mit einer Hand fahren. Also das Fahrrad ist 2,80 lang und der Anhänger auch, vielleicht auch 2,90 und zusammen mit der Deichsel sind das also ungefähr 6 Meter. Meines Wissens sind bis 11 Meter erlaubt, also ich bin da noch unter dem Limit. Ja, das ist, genau, müssten so 6 Meter Fahrrad mit Anhänger sein. Ich kann nur sagen, ich habe ja auch schon früh entschieden, in die Teilzeit zu gehen zum Beispiel. Das kann nicht jeder in jedem Beruf machen, das ist mir auch klar. Auf jeden Fall ist es ganz wichtig, dass man mal Zeit für sich findet. Ja? Wenn man die ganze Zeit am Arbeiten ist oder kaum ist man zu Hause, muss man sich ums Haus oder um die Kinder kümmern. Und jeden Tag sind die gleichen Abläufe. Ja? Das stumpft ab, das führt nicht dazu, dass man sich weiterentwickelt, sondern dass man stagniert. Und ich kann nur jedem empfehlen, mal etwas anderes auszuprobieren. Zum Beispiel bin ich auch damals den Jakobsweg gegangen. Ich finde den Glauben an Jesus sehr wichtig und das hat mir auch geholfen, mich weiterzuentwickeln. Und so kann das bei jedem auch ein anderer Auslöser sein. Ich kann nur jedem empfehlen, was Neues auszuprobieren und mal wieder Zeit für sich, auch für seine Familie zu nehmen und sich da von dem System Stück für Stück, Schritt für Schritt immer wieder ein bisschen abzukoppeln.